Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, EU9 startet ja jetzt nun diesen Freitag und da werden wir auf jeden Fall reingehen. Ich bin sehr gespannt, was das neue Expeditionsevent für uns parat hat. Werden wir auch auf jeden Fall livestreamen. Ich weiß nicht genau, ob ich Freitag schaffe, weil da habe ich was vor, aber bestimmt mal am Wochenende werden wir definitiv mal wieder, seit langer Zeit mal wieder einen Livestream machen. Und wie vor jedem Serverstart wollte ich euch nochmal ein kleines Hinweisvideo dazu geben, wie ihr euch am besten vor so einem Serverstart vorbereiten könnt, was ihr da zu tun habt, weil es sind wieder sehr viele neue Leute zu der Community dazugekommen. Deswegen Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, der hier seit dem letzten Serverstart neu da ist und hier ein kostenloses Abo auf dem Kanal dagelassen hat. Tut nicht weh, liebe Freunde, und auf jeden Fall kriegt ihr hier immer die neuesten Informationen rund um Shakes and Fidget mit. Bevor überhaupt so ein Serverstart losgeht, solltet ihr euch auf jeden Fall mit vielen verschiedenen Leuten auseinandersetzen. Entweder habt ihr eine Gilde, die ihr gegründet habt und ihr sucht Member, oder ihr seid ein Member und sucht eine Gilde, ganz egal wie rum. Da solltet ihr auf jeden Fall, bevor der Server überhaupt startet, solltet ihr euch auf verschiedenen Medien umschauen und umhorchen, wer hat denn was vor, welcher Spielstil ist in der Gilde gefragt, kann ich mich da drin wiedersehen oder nicht. Und deswegen, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da habe ich für euch unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren angepinnt mein Discord-Server verlinkt. Dort könnt ihr sehr gerne drauf joinen, und wenn ihr hier reingejoint seid, dann gibt es hier unten die Rubrik Gilden- und Spielersuche. Dort haben sich schon zahlreiche Spieler untereinander connected und haben sich abgesprochen für die kommenden Serverstarts. Und da könnt ihr natürlich sehr gerne hier auch wieder reinjoinen und euch mit anderen Spielern Chords schließen und euch schon mal vorbereiten auf EU9, ne, damit ihr schon eine Gilde habt oder vielleicht Member für eure Gilde. Und das ist es auf jeden Fall das Wichtigste. Die Gilde ist das Wichtigste. Wenn ihr die erstmal habt, eine gute Gilde, dann habt ihr schon die halbe Miete auf jeden Fall. Ne? Und wenn ihr das habt, dann kann ich euch sehr gerne noch meine Beginner-Playlist verlinken, und zwar ist das hier die Shakes and Fidget Tipps und Tricks Playlist zum Serverstart und im Allgemeinen. Das sind somit, ich sag mal, die informativsten Videos, die ich bisher so gemacht habe. Steht ja hier auch so in der Beschreibung der Playlist. Dort habt ihr 10 Tipps für einen erfolgreichen Serverstart. Da sind sehr viele nützliche Dinge drin, genauso wie hier. Das ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber noch alles aktuell. Was ich nach wie vor immer noch eins der informativsten Videos, weil das halt so ein großes Themenspektrum abfasst, ist halt die Festung und die Unterwelt. Das ist zwar schon 2 Jahre alt, aber seitdem her hat sich da jetzt nichts großartig verändert bei den beiden Features im Spiel. Und wenn ihr da wissen wollt, wie ihr am besten was und wie nutzt, auch wenn ihr da Pakete aufladen wollt, ne, dann ist das Video auf jeden Fall für euch auch gemacht. Dort habt ihr auch eine Step-by-Step-Video-Anleitung, wie ihr zum Beispiel die Unterwelt auszubauen habt, nachdem ihr zum Beispiel das Seelenpaket gekauft habt und so weiter und so fort. Dort könnt ihr wirklich Step-by-Step im Video durchschauen und gucken, wie ist so die richtige Reihenfolge. Das ist nach wie vor immer noch so aktuell auf jeden Fall. Ne? Dort könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Dann habe ich hier in der Playlist auch unter anderem den ultimativen Free-to-Play-Guide. Da sind so verschiedene Spieltaktiken bzw. die beste Spieltaktik für Free-to-Play-Spieler aufgelistet. Auch ein Video, was sehr gut angekommen ist, deswegen vielen lieben Dank auch dafür an der Stelle. Und ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass ich ihm damit auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen habe in seiner Free-to-Play-Spielweise. Der Pet Guide ist immer noch aktuell, der ist ja jetzt gerade mal, 4 Monate alt. Ne, den könnt ihr sehr gerne euch reinziehen. Sobald ihr Stufe 75 erreicht habt, wird das auf jeden Fall für euch auch wichtig werden. Dann später, wenn der Legendary Dungeon kommt, da hat sich ein bisschen was an den Glyphen geändert, aber im Prinzip ist die Reihenfolge nach wie vor bei den wichtigsten Runen immer noch dieselbe so. Die Seele des Hasen war vorher schon S-Tier, ist jetzt S-Tier Plus, kann man so sagen, ne? Weil halt eben die Effekte nicht mehr auf die Zwischenbosse reagieren. So, dadurch sind vielleicht Glyphen schlechter geworden. Die Damage
Reduction auf Gegner haben, so, die zählen zum Beispiel nicht mehr auf die Bosse, deswegen sind die ein bisschen schlechter, ne? Aber alles, was so rund ums Thema Ausweichen geht, beziehungsweise Damage vom Gegner bekommen, sind natürlich dann besser geworden, weil die keinen Effekt mehr auf die Zwischenbosse haben, also Etage 25, 50, 75 und 100, ne? Dann natürlich, wenn ihr euch vorbereitet auf einen Serverstart, welche Klasse ist für mich persönlich am besten, beziehungsweise welche Klasse ist am besten im PvP, ne? Weil ich sage ja immer wieder, nehmt die Klasse, die euch thematisch am besten gefällt und nicht die Klasse, die ihr sagt, auf dem Papier ist die und die ganz oben. Trotzdem das Ganze für euch mal aufgelistet, welche Klasse speziell im PvP, nicht im PvE mit am besten ist und da sind alle Klassen drin, bis auf den Necromancer, der fehlt, weil das Video jetzt schon 4 Monate alt ist. Das kann ich leider im Nachhinein nicht mehr hinzufügen. Ich müsste dafür ein komplett neues Video machen, so nur für eine Klasse hinzufügen, so, ne? Aber ansonsten sind hier alle Klassen soweit drin. Dann ganz wichtiges Thema, die Dungeon-Pause, ne? Ich denke mal, den einen oder anderen von euch wird das ein Begriff sein. Der ein oder andere von euch wird es das schon mal irgendwo aufgeschnappt haben, aber kann das damit nicht in Verbindung bringen. Was ist die Dungeon-Pause so? In diesem Video ist die Dungeon-Pause komplett erklärt von vorne bis hinten, wie ihr sie zu spielen habt, was sie euch bringt und wie ihr euch da zu verhalten habt, ne? Also da auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema für effiziente Spielweise nachher im Midgame, sag ich mal. Und dann noch für die Leute, die immer wieder fragen, wie schaffen die Leute das, innerhalb von 1-2 Tagen auf die und die Stufe zu kommen, ne? Haben wir hier mal einen Schnelldurchlauf in 75 Minuten von Stufe 1 bis Stufe 220 in 75 Minuten, bisherige Rekordzeit, natürlich auf einem alten Server mit besseren Voraussetzungen, schwarzen Steinen, bessere Ritterhalle, geboostete Boni allgemein, so, ne? Also kann man jetzt nicht mit einem direkten Serverstart vergleichen, aber das ist dieselbe Hergehensweise, sag ich mal, nur ein bisschen verschnellert, ne? Also die Playlist könnt ihr sehr gerne mal auschecken, ne? Habe ich euch unten verlinkt, schaut da gerne mal vorbei, falls ihr neu seid und stöbert euch da durch, in ein paar Tage habt ihr noch Zeit, am 5.1. geht das Ganze ja los um 16 Uhr. Deswegen bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um euch vorzubereiten. Und wie gesagt, connectet euch sehr gerne mit den Leuten hier auf dem Discord-Server. Da sind wir jetzt mittlerweile auch 2000 Leute. Deswegen Dankeschön dafür auch an der Stelle. Da hat sich auch echt eine coole Community entwickelt auf dem Server. Und deswegen vielen lieben Dank. Da sind auf jeden Fall auch genug Leute drauf, um sich mit anderen Leuten zu connecten. Ansonsten gibt es ja immer noch den offiziellen Community-Discord von Shakes & Fidget. Dort sind, denke ich mal, mehr als genug Spieler drauf. Die haben jetzt kürzlich, glaube ich, auch die 30.000 Leute geknackt, ne? Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber das Ganze ist natürlich auch international, also für die Leute, die vielleicht auch von euch da draußen hier mit Untertitel schauen und der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind, ne? Die können natürlich in der offiziellen Taverne natürlich auch vorbeischauen. Und da gibt es tatsächlich auch genug Leute, die das machen, ne? Also genug Leute, die mit Untertitel schauen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich reingeschaut hatte, waren es irgendwas um die 15% meiner Zuschauerschaft. Und 15% von den Leuten, die immer wieder hier einschalten, das ist eine ganze Menge, muss ich mal so sagen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die tschechische und polnische und ungarische Community, vor allen Dingen Tschechien und Polen, die sind sehr, 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 sehr groß, ne? Ich würde die schon bald fast schon höher tangieren als die deutsche Community. Also die sind sehr strong unterwegs. Genaue Zahlen habe ich dann natürlich jetzt nicht im Kopf, ne? Ist klar. Ich glaube, die Deutschen sind immer noch der Vorreiter, was das angeht, aber ist halt auch ein deutsches Spiel, so, die sind in Hamburg ansässig, so, ne? Also von daher kann man das schon nachvollziehen, aber auch die anderen Communities sind sehr, 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 sehr strong unterwegs, aufgestellt, auch creator-technisch auch viel größere Reichweiten werden da erzielt auf jeden Fall und deutlich größere Creator als zum Beispiel hier in Deutschland und deswegen, alleine von dem Fakt her kann man auch schon davon ausgehen, dass die Community in den Ländern auf jeden Fall sehr stark ist. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass Leute tatsächlich auch regelmäßig hier mit Untertitel schauen, wofür ich natürlich auch dankbar bin, ne? Die sind zwar immer nicht so 100%ig akkurat, weil das sind autogenerierte Untertitel von YouTube
und die sind nicht alle manuell handübersetzt, ne? Ansonsten würde ich hier, glaube ich, Tag und Nacht hängen, nur um die Videos ja, richtig zu beziehungsweise nicht synchronisieren, sondern ja, zu übersetzen. Und deswegen, das ist natürlich, deswegen kommt natürlich vielleicht das ein oder andere Mal vor, dass ein Untertitel nicht ganz so akkurat ist, ne? Aber ansonsten ist es, kann man die Kernmessage, denke ich mal, raushören, ne? Ich hatte hier und da auch schon mal die Videos mit Untertitel von mir verfolgt und deswegen hatte ich das gesehen, dass die manchmal nicht hundertprozentig so sind, wie sie eigentlich sein sollen, ne? So, mal gucken, was fehlt uns denn jetzt noch hier? Haben wir fast alles? Bier trinken, Druide. Okay, ja gut, wir haben noch einiges vor uns auf jeden Fall. Ja, ich würde erstmal sagen, für das Video soll es erstmal soweit heute gewesen sein. Nur ein kleines Informationsvideo, ne, in Vorbereitung auf EU9. Ich bin sehr gespannt, ja, wen man da alles wieder sieht. Auf das Expeditionsevent freue ich mich sehr. Und falls ihr auf EU9 spielt, würde es mich natürlich auch sehr interessieren. Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare rein. Ich selbst persönlich habe noch keinen Plan, was ich auf dem Server mache, so wie immer. Ich gehe auf blauen Dunst herein und werde wahrscheinlich irgendeiner Random-Gilde joinen. Es sei denn, es ergibt sich wieder sowas wie die letzten 2 Server, dass ich mich irgendwelchen anderen Creatoren einfach anschließe der Gilde und ja, werden wir mal schauen, ne? Vor allen Dingen auf das Expeditionsevent bin ich gespannt, weil du halt innerhalb von 3 Minuten bei der letzten Version des Expeditionsevent die Alu klicken konntest. Und das ist natürlich sehr attraktiv für Leute, die mehrere Server besitzen und einfach nicht die Zeit haben, um noch mehr Server zu spielen, so wie mich. Meine 3 Standard-Server, die sind halt, ja, das war's halt. Mein Kontingent ist erschöpft danach für einen 4. Server. Deswegen ist der 4. Server für mich immer nur temporär bisher. Mal schauen, wie das Expeditionsevent das Ganze bei mir Auswirkungen hervorrufen wird. Ja, und ansonsten ja, schauen wir einfach mal, was wird, ne? Meine lieben Freunde, was wird. Gut, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch fernab davon noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.